So, da sind wir wieder zurück bei Tales of ZESTIRIA. Ich habe ein klein wenig gelevelt in der letzten Aufnahme. Wir haben ein paar kleinere Sachen bekommen. Nichts Dolles. Ein paar Quarzschwerte. Zwei Stück. Ein paar Stiefel und einen Schirm für Edna. Also wirklich nichts großartig Tolles. Hier haben wir eigentlich auch nichts bekommen. Moment, ich muss die Katze rauslassen. Weil wenn eine reinkommt, wollen die anderen zwei auch rein. Das ist immer ein bisschen nervig. Sonst haben wir eigentlich nichts bekommen. Nö, sonst war es das eigentlich. Ich habe noch mal ein bisschen gegoogelt, weil in der letzten Aufnahme wollte ich schon ein paar Quests machen. Und Rose sagt doch, Neuigkeiten, in der Karte kann man wohl nichts falsch machen. Dieses Geheul, ne? Und dann sagt sie doch, ich erkenne ein Magenknurren und das war doch ein Pendrago. Und ich habe gedacht, ich google mal und habe jetzt herausgefunden, dass sie einfach was essen müssen und dann geht die Quest weiter. Und sonst will sie ja nur nach Lokrin. Also werden wir diese Quest jetzt zuerst noch machen. Pendrago, Gastos Gelione. Genau. Die werden wir jetzt zuallererst noch machen. So, wir essen was. Was essen wir denn? Folienkartoffeln? Ach komm, wir essen immer dasselbe. Wir essen heute mal Folienkartoffeln. Saray, you're not going to sleep yet? Na, da geht's so weiter. I want to take a look around the city. It's so quiet that I can feel the gravity of this city's history. Fitting for an ancient capital born from the height of the era of Asgard. It's kind of dawning on me. The things we read about in books actually exist. What a poem this would make if we were travelers of old. A poem? Ah, Pendrago, where the evening lights are blinding sights. Come on. Okay, it wasn't great, but I gotta start somewhere, right? What the? What was that? Quit it, Nick Leo. It wasn't me. Let's check outside. Da habe ich nie geklärt. Ich habe absolut nichts mitgekriegt. Geil. Gut. Was that howl just now? Him? I'm not sure, but this doesn't feel like his domain. Wir laufen einfach mal weiter, wenn sie Geheule hört. Hier nichts mehr. Da ist eine Sprechblase. Okay. Will ich gegen ihn kämpfen? There! Not Kitty Beard! Kitty Tiger! Level 40, Terrier und Drache. Hat gegen alles einen Widerstand. Geil. What a fearsome roar. That's the Beastmaster. It must be a master beast taming. Who says it must be? Can't you just let her believe? I'll have to avoid saying must in the future. Earthborn! Strong as the earth! Behold! Ach, die haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Nice sieht das aus. Das sieht ja richtig nice aus.
komm. Können die zweimal amortisieren, dass es mal ein bisschen schneller geht? Schade, dass man das nicht einstellen kann. Na, endlich. Ja. Mal jetzt ein paar Kombos. Ach, wir haben gar keine Punkte. Ich wollte gerade so eine Attacke machen. Das war natürlich Fail. Sieht schon geil aus, der Mob, ne? So, did you regret making Saray a shepherd? Manchmal machen die echt geile Saray is Geräusche. an admirable shepherd. How could I? Do you think he can win against Heldolf and Mautellus? Tell us! Shall I read your palms? Oh, you have girl trouble! So it was that easy to tell, huh? Okay. It's a fat cat? My, that's pretty rude of you. I prefer the term pleasantly plump. Sorry. Well, this one seems interesting. Are you perhaps Morgrim? Indeed I am. Is she famous? She's a high-ranking seraph who's a lone wolf, cat, and is imbued with a powerful blessing. Whoa. Alas, how shameful that you had to see that side of me. This city is filled with the desires of greedy humans. I don't think you should feel responsible for it. No, I must atone for it. Shepherd, you are looking for a seraph to bring the blessing to this city, are you not? Well, this city is... Pendrago is a big city. It's impossible to eliminate all the malevolence, and the church still holds the power. But that means all the more that there are those who would cry out for salvation. Maybe, but it sounds to me like they only pray to the Seraphim when they need something. Yet are the people's wishes not genuine? I can still maintain the blessing with them. But still, you could become a Hellion again. I've got an idea. Why not use the church's authority against them? Wait, do you intend to filter human prayers? Pretty sneaky. I've been pondering over the role of the blessing in human society. Any conclusion? It doesn't really do anyone any favors if I just take their prayers and give them the blessing in return. The role of the blessing, huh? That's a tough conundrum. Just like relationships. To coexist with humans in peace, there are many things that Seraphim must be conscious of. I see. I hope the seraphim you're thinking of will notice as well. Oh, what a quick-witted lass. Huh? You're not talking about yourself? You mean another seraph, yeah? I truly hope they notice me and my efforts. We understand your idea. We'll try and find an appropriate vessel for you. Is the inscription of the shrine church still there? If we use that, I should be able to maintain a good distance with the believers. It's still there. Please, Morgrim. Shepherd, I know I have said much, but remember that I do not distrust humans. It's just that humans and Seraphim need to know where they stand on the issues. Yes, indeed. Both parties shall. Morgrim sure is the cat's quite a person. Yeah, even though she looks so fat, proportionate. Malevolence, prayer, enshrinement, giving the blessing.
We Seraphim ought to reconsider how we interact with humans, like Morgrim has. We humans should do the same for Seraphim. I think making that effort is the first step for peaceful coexistence, both for the Seraphim and humans. But even Morgrim became a Hellion. Reality is cruel. Yeah, so are you. Let's not get too idealistic just yet, though, huh? Right. There was so much malevolence in Pendrago that even Morgrim couldn't handle it by herself. We can't ignore that fact. Maybe there's a reason why. A reason that might have something to do with the overflowing malevolence. You may be right. We shouldn't leave it all to Morgrim, and be sure to check up on her once in a while. Yeah. Der Segen für Preggy und Pendrago wurde wiederhergestellt. Yay! Dunkelwächter, alternative Fahrer. Oh. Hahaha. Komm mal her, Savit. Was habe ich denn da gesehen? In weiß. In weiß. Auf, wir lassen mal den weißen Hut an und ja. Okay, wir schauen mal nach Morgrim. Gucken wir mal. Kleine dicke Katze. Wir sind bis jetzt ganz gut mit den Quests, ne? Ich meine, wir haben soweit schon gut alles abgearbeitet, denke ich. Sei denn, es sind dann noch ein paar tausend, die wir noch hätten machen können. Die Schränkkirche ist hier. Gut. Vielleicht hätten wir natürlich auch vorher schon welche machen können, als der Lichter noch da war. Morgrim sitzt da wie auf so einem Thron. Sprechen. Puh, den Segen einer großen Stadt aufrechtzuerhalten kostet ganz schön viel Kraft. Aber es ist schön, wenn man sieht, dass man die eine Aufgabe erfüllt. So. Ist so süß. Morgrim, wer kriegt einen Normin? Und zwar kriegst du Fokus, Dauer, Verteidigungsfähigkeit, Werte, Betäubungszeit, HP-Wiederherstellung, SK-Wiederherstellung, Lähmungsfertigkeit, Ermüdungsfähigkeit, Fähigkeit gegen Biester, Gegner, gepanzerte Gegner. Rateangriff, wie man mal meint. Ach so. Okay, dann Defense ist auch schon. Jetzt ist gut. Gaben einstellen. Dienst der Normen, Segelschiff reicht nicht aus. Heilende Luft. Reisepause. Lalalala, Heiligung. Da haben wir eine Schatzwiederherstellung. Haben wir Gaben? So. So, das brauchen wir eigentlich nicht. Oh, wir haben ein neues Traubengummi. Das ist neu.
Dann haben wir den Traubengummi bekommen. Die ganzen Kräuter brauchen wir. Da kriegen wir eh immer wieder neue Donut. So, ich würde sagen. Nur noch was an Waffen. Was haben wir noch? Den haben wir noch. Pergament, scharfkantiges Papier, Quarzpapier brauchen wir noch. Das lasse ich auch noch mal. Das lassen wir auch noch mal. Aber auch nicht. Ich glaube, viel Geld kriegen wir für die Sachen eh nicht. So. Und da noch viele alte Sachen dabei. Alles weg damit. So. Noch 4. Und den Käsekuchen kriegst du auch noch. Und die 2 klebrigen Sachen. Dann können wir nochmal die Gabeneinstellungen. Wir haben Wunder des Lebens. Du kannst einmal pro Kampf verhindern, dass jemand K.O. geschlagen wird. Setze dies am besten in Kämpfen gegen starke Gegner ein. Oh, das ist gut. Die Objektverlustrate beim Feind steigt um 50% an. Eine Objektverlustrate von 6% erhöht sich damit beispielsweise um 9%. Reiseführer. Die Geldkosten für den Wechsel zwischen Speicherpunkten wird halbiert. Das machen wir auf jeden Fall. Und das machen wir. Gut. Wäre das geklärt? Rose, was sagst du zu mir? Mit der Karte kann ich nichts falsch machen. Wir können die Tiger nicht so zurücklassen. Jo. Gut. Dann hätten wir das. Eine Meisterleistung. We've collected quite a few anomalous orbs. You mean those orbs you get from mutant Hellions? If you possess these orbs, you will be able to manifest powers beyond your ability. But there's also the risk of turning into a horrible monster. Then wouldn't it be better to throw them away or break them? It's fine for now since I've sealed its powers, but it's nevertheless something that can have a baleful effect depending on how it's used. And moreover, breaking them will cause malevolence to spread over the entire area. So in conclusion, it's a good idea to pick these up as we go to avoid further problems, right? Yes, but mutant Hellions are incredibly strong. If you ever find yourself in a tight spot, remember that there's no shame in escaping. Got it. Gut, ich wollte aber jetzt nochmal Reise zum Speicherpunkt. Ich würde gerne Da kann man ja nirgendwo hin, ne? Wollkranwald. Wir gehen mal hier hin. Weil früher war da eine Quest gewesen. Ich weiß gar nicht, ob man die noch machen kann. Das möchte ich nur mal ganz kurz nachschauen. Da qualmt es oben.
Da steht ein Seraph, ne? Ah, mein Liebster, er wurde entführt von einem Hellion mit dem Gesicht eines Löwen. Heldalf? Oder ein anderer Hellion? Pick something up. Okay, hier können wir gar nicht entlang. Da können wir auch nicht rum. Also können wir das erstmal knicken. Gut. Nee, dann lassen wir das. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Dann gehen wir jetzt wieder in diese Wüste, zu diesem Moor. Und dann gucken wir mal weiter. Wir gehen hier hin. Wir gehen mal zu dieser Oase. Ich weiß gar nicht, wo wir am besten hingehen. Ich habe alle Speicherpunkte, die es da gibt, soweit eingesammelt gehabt. So, jetzt ist nur die... Hoppala. Jetzt ist nur die Frage. Wir müssen da oben hin. Da müssen wir hin. Wir hätten vor dieser Höhle speichern sollen. Nochmal hier hin. Wir lassen das Wasser südlich über Ziegel. Eingang vor der Trisolde-Höhle. Da gehen wir nochmal hin. So, jetzt sind wir hier. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Oder sollen wir erst nochmal in die Höhle? Wollen wir in die Höhle rein? Können wir nochmal reingucken. Vielleicht finden wir ja was Interessantes. Ich habe mich das letzte Mal schon angelacht, wenn ich ehrlich bin. Oh, wie schön. Das sieht voll hübsch aus. Was haben denn die Monster für ein Level? 42. So vom Aussehen her passen die ja gut hier rein, ne? Die haben wir ja auf der Brücke auch schon gesehen. Okay, es geht weiter. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass das nicht weiter aufnimmt. Pretty smooth swordplay there, Den Werde Rose. erhalten. They don't call me boss. Ich mach mal kurz Stopp. You ready, Sarai? Gleich Stopp. Bombs are very dualistic about things. I'm not really sure I get it. Ehrlich gesagt wirklich ein bisschen Angst, weil das gerade auf den Desktop geswitcht ist, dass das nicht weiter aufnimmt. Na komm.
komm. The ruins are calling me. Ein Malaring. Ich guck mal kurz. Also wie gesagt, ich bin mal... Alles klar, es hatte zum Glück aufgenommen. Aber ich war mir jetzt so unsicher, dass ich das wirklich nochmal nachschauen musste. Hier ist ein Sarg. Ich kann aber nichts machen hiermit. Okay. Rose. Ein Sarg. Vielleicht müssen wir später noch mal rein. Wir gehen jetzt... Wir gehen mal raus. Ich denke, wir müssen hier später rein, dass wir irgendwas mit diesem Sarg noch machen müssen. Wir gehen jetzt erstmal nach Logrin. Aber eine hübsche Höhle, so vereist. Naja, wir gehen jetzt erstmal. Ich hätte gern weitergeschaut, aber ich glaube wirklich, wir müssen hier noch rein und dann können wir weiterschauen. Ich möchte dieses Spiel nicht unnötig in die Länge ziehen. Wenn wir jetzt zweimal reinrennen müssen, wäre es wirklich blöd und manchmal müssen wir ja dann noch etwas weiter rein und das wäre echt Schwachsinn, dann jetzt schon alles zu erkunden. Drum warten wir mal ab, wenn nicht, können wir immer noch dort reingehen. Hier sind noch jede Menge Höhlen, die wir nicht erkundet haben, aber die können wir immer noch Richtung Ende des Spiels mitnehmen. Was wir so nebenbei nicht schaffen. Aber das machen wir noch, bevor wir gegen Helder kämpfen. Nicht im Nachhinein. Ich denke mir, diese Zusatzlevel, die wir da kriegen, können wir da echt gut gebrauchen in dem Kampf. Na komm. Kommen alle auf den Elefant. Let's do some fortune telling. So, wir müssen hier unten entlang. Ich versuche möglichst weit von denen wegzugehen. Hier unten war ich auch schon. War ja schon bis kurz vor der Stadt gelaufen, weil ich dachte, es wäre nur ein Speicherpunkt hier um die Ecke, aber ist nicht. Oder ich habe ihn halt wirklich übersehen. Oder es kommt noch einer. Das kann natürlich auch sein. Ich will es jetzt nicht beschwören, dass hier keiner ist. Ist das zu glauben? Es soll einen gigantischen Elefanten geben, der hier umhertrampelt und Karawanen angreift. Ja, habe ich schon mehrmals gehört. Aber gesehen habe ich ihn noch nicht, ehrlich gesagt. Na, guck mal, wer da ist. Old man! Hey there, Saray. Young lady. You look well. Glad we found you. Have you learned anything about Maltellus? Right down to brass tacks, I see. Nothing much, I'm afraid. Listen, Maven. I do understand this infringes on the taboo. But Saray is the only shepherd we have right now. Please, I ask you to lend him your power so that he may walk his path without regrets. Maven, you can really hear them? Huh? What are you talking about? Storyteller, we need you. I see. So this man is the current storyteller of time. Storyteller? You must really be in a bind this time, huh?
I won't say we aren't. I shall lend you my power. But you do know what that means, don't you? Yes. You're a scary one, lass. Well, I'm lost. Seriously, Lila, Maven, can someone please explain what's going on? Now, hang on a minute. Do you understand how momentous of a decision you're presenting me with here? Wait a minute. Is this the taboo Lila mentioned earlier? That's correct. But as an explorer, I'll give you a bit of advice. If it doesn't all add up, the sensible conclusion is that you're missing a piece somewhere. Also, relics are not only to be found in ruins. Remember that. Are you talking about the Earthen Historia? It's true, we only got bits and chunks out of those. What is it you know? For now, just search and trust your hunches. Everything else starts from there. You never could give a straight answer. I'll be sticking around here. Come back once you're satisfied in your search. Got it. We'll be back. Thanks a lot, old man. Triff dich mit Maven, sobald du dazu bereit bist. Noch nicht. Auf jeden Fall noch nicht. Der Geschichtenerzähler der Zeit. Storyteller of time, huh? You knew about Maven too? Well, you know, he just seemed like a storyteller to me. When I confronted him about it, it turned out my hunch was correct. That's all. He's pretty well known as a storyteller, especially among Seraphim who have been around for a while. You could have told us about it, you know. Well, it's also a taboo. For both Seraphim and humans. But what does that entail? Let's focus on collecting the Earthen Historia, Mikleo. Just hearing those stories probably isn't enough. So when you see with your own eyes, you can figure out the truth behind the myth, huh? That's what it's about. Isn't that right?